Hallo liebe Zuschauer, 3D-Modellierer und Blender-Fans. Mit diesem Video kommen wir jetzt zum schwierigsten Teil des Texturing in diesem Projekt, nämlich die Zuweisung einer Beschriftung, die natürlich auch ein Material ist, aber ein externes. Und bei dieser Aufgabe agieren wir in der Folge auch mit dem schon früher erwähnten Node-Editor. Hier wird deutlich, warum man in der 3D-Modellierung so eine Beschriftung nicht einfach auftragen kann, wie zum Beispiel in einem 2D-Bildbearbeitungsprogramm. Zunächst müssen wir das Basismaterial, also die Farbe Orange, sichern. Warum, sehen wir in Kürze. Nachdem wir als erstes den Tauchbootrumpf als Träger des Orange-Materials selektiert haben, wir erinnern uns, Objektmodus, dann Klick auf das Objekt, benötigen wir den ersten Node in diesem Projekt, den RGB-Node. Ab sofort bewegen wir uns, von einigen Ausnahmen abgesehen, hauptsächlich in erwähntem Node-Editor unterhalb des Viewports. Nodes erhalten wir über die Tastenkombination Shift und A. Hinweis, das kommt in diesem Video noch mehrere Male vor, ich wiederhole das daher nicht mehr. In diesem Fall wählen wir aus dem Menü durch Shift und A Input, dort dann RGB und ziehen den Node zunächst rechts neben das Principled BSDF. Dort können wir per Drag and Drop die Farbe leicht aus der Base Color, egal ob vom Node Editor oder rechts vom Properties Editor, hinüber zur Color im RGB Node ziehen. Nachdem wir uns etwas Platz verschafft haben, ziehen wir im nächsten Schritt via Drag and Drop das Beschriftungsmaterial aus dem entsprechenden Windows-Ordner in den Node-Editor. Es handelt sich dabei um ein PNG-Bild. Dieses Format eignet sich wohl am besten für solche Zwecke. Dazu hier eines, wir verwenden hier als Textur eine von mir erstellte Beschriftung, welche der im Buch verwendeten gleicht. So etwas geht sowohl mit Programmen, die Bilder erzeugen und bearbeiten können, zum Beispiel mit GIMP, eine mächtige Freeware ähnlich wie Blender oder, wie ich es hier gemacht habe, mit Magix Video Pro, einer sehr guten, aber nicht ganz billigen Videoschnitt- und Bearbeitungssoftware, die nebenbei auch Bilder erzeugen kann. Zwei wichtige Hinweise vorher noch. Zum einen unter keinen Umständen irgendwelche Transparenzen verwenden, zum Beispiel herstellbar eben mit GIMP, das sieht dann aus wie hier gezeigt. Zum anderen, das Bild, idealerweise ein PNG-Format, sollte eine Breite von 1024 und eine Höhe von 300 Pixeln haben. Zuschauer, die das erwähnte Buch von Andreas Asanger schon erworben haben, finden dieses Objekt übrigens im downloadbaren Begleitmaterial auf der Seite des Verlegers, dem Rheinwerk Verlag. Wir verbinden nun die beiden Attribute Color und Base Color miteinander und nehmen erst einmal zur Kenntnis, dass sich dieses neue Material über den gesamten selektierten Rumpf erstreckt. An dieser Erscheinung ändert sich zunächst auch nichts durch den nächsten Schritt, nämlich im Bed-Node den Extension-Parameter von Repeat auf Extend zu ändern, was dafür sorgen soll, dass die Textur überall erweitert statt wiederholt wird. Wir benötigen nun 3 weitere Nodes, nämlich aus dem Menü Input den Coordinate und aus dem Menü Vector den Mapping Node. Und etwas später aus dem Menü Color auch den Mix RGB Node. Und Achtung, bei der Blender Version 3.5 Beta heißt dieser Node Mix Color. Die beiden erstgenannten verbinden wir so wie im Video gezeigt und stellen auch die Parameter im Mapping Node entsprechend ein. Jetzt kommt der schon genannte Mix RGB bzw. Mix Color Node hinzu und wird integriert. Nach diesen Schritten
erhalten wir eine erste Vorstellung davon, wie der Schriftzug ausschauen soll, nehmen aber auch zur Kenntnis, dass dieser auf der gegenüberliegenden Seite verkehrt herum angezeigt wird, welches am immer noch wirksamen Mirror Modifier liegt, und die dafür nötigen Vorbereitungen folgen jetzt. Wir werden nun 2 Kopien des Materials erzeugen, wobei das Original, jenes ohne Beschriftung, für den Tauchbootrumpf bleibt, die beiden weiteren für die Tauchzellen links und rechts am Rumpf. Warum wir dafür gleich 3 verschiedene Materialien brauchen, habe ich schon angedeutet, es wird im Folgenden aber immer klarer werden. Wir klicken nun 2 Male hintereinander auf das gezeigte Duplikatsymbol und sehen natürlich sofort, dass darunter nur der Slot der zuletzt erstellten Kopie angezeigt wird. Wir wählen jetzt aus dem angezeigten Baum zunächst das Basismaterial, dann klicken wir 2 Male auf das Pluszeichen für 2 weitere Slots. Unter diesem Bereich befindet sich der bereits erwähnte Baum, in welchem neben dem gerade aktiven auch alle weiteren verfügbaren Materialien angezeigt werden, aus denen wir dann das Benötigte wählen können. Wir hören übrigens schon, es geht in Richtung Finale des Projekts. Den ersten Slot belegt bereits das Basismaterial und wir selektieren dann nacheinander die beiden neuen Slots und weisen denen dann aus der eben bereits beschriebenen Auswahl jeweils eines der neuen Materialien zu. Zunächst das linke, darunter dann das rechte Material. Den beiden zusätzlichen Materialien geben wir nacheinander aussagekräftige Namen. Ich habe diese Lack Orange links und Lack Orange rechts genannt. Nun markieren und aktivieren wir damit das Basismaterial für den Rumpf und markieren und löschen im Node-Editor alle Nodes außer Principled BSDF und Material Output, entweder mit der Taste X oder Entfernen Delete. Als nächstes versehen wir die tatsächlich für den Schriftzug vorgesehenen Objekte, nämlich die Tauchzellen, mit dem Material. Dafür drehen wir, weil es noch nicht passiert, das Tauchboot so, dass wir den Blick auf die linke Seite haben. Die Glaskuppel des Frontfensters zeigt also nach links. Aktivieren den Edit-Modus und selektieren Markieren, wie hier gezeigt, mit gedrückter linker Maustaste diejenigen Faces, auf denen der Schriftzug prangen soll. Jetzt ein weiterer, ebenfalls wichtiger Hinweis. Bitte darauf achten, dass keine unbedachten Klicks auf das Fenster mit dem Tauchboot vorgenommen werden. Dadurch würden die vorher beschriebenen und durchgeführten Selektionen für die Beschriftung deaktiviert. Und genau die benötigen wir ja. Wer bereits versehentlich geklickt hat, nutze die Tastenkombination STRG bzw. CTRL plus Z, damit wird der jeweils letzte Schritt rückgängig gemacht. Danach wählen wir rechts im Material-Editor das Material Lack Orange links und klicken auf Assign. Drehen wir das Tauchboot nun, sehen wir, dass sich dieses Material nicht nur hier, sondern auch auf der gegenüberliegenden Seite befindet, aber spiegelverkehrt. Das kommt daher, dass nach wie vor der Mirror Modifier aktiv ist und das müssen wir nun korrigieren. Wir wechseln dafür in den Objektmodus, klicken rechts auf den Modifier Editor und dann auf die Erweiterung, wie hier gezeigt, und deaktivieren den Mirror, indem wir mit einem Klick den Haken von Apply entfernen. Wenn wir danach das Objekt, also das Tauchboot, drehen, sehen wir natürlich immer noch den spiegelverkehrten Schriftzug. Zur Lösung gibt es auch eine Beschreibung im Buch. Ich habe das nach mehreren vergeblichen Versuchen, ich verstehe da wohl etwas nicht oder falsch, etwas anders gemacht. Auf beiden Seiten befinden sich weiterhin die markierten Faces, die sind aber nicht mehr gespiegelt. Das heißt, wir können unabhängig voneinander damit agieren. Wir sollten nur nicht, wie weiter vorn schon gewarnt, hektisch mit der Maustaste neben das Boot klicken. Dann sind diese Selektierungen, wie schon angemerkt, weg.
Auch in diesem Fall hilft die Tastenkombination STRG und Z. Wir drehen nun bzw. lassen das Tauchboot so, dass uns die linke Seite, also jene mit der korrekten Textur, angezeigt wird. Nun wenden wir die schon bekannte Face Loop Technik an. Wir vergewissern uns, dass das Tauchboot etwa so groß angezeigt wird, dass wir alle markierten Faces erkennen können, drücken dann die Tastenkombination Alt und Shift und klicken mit der linken Maustaste auf das jeweilige Face Loop, also beginnend links am oberen Face. Bei jedem dieser Klicks sollte die Selektion der jeweiligen Reihe verschwinden und das setzen wir nach rechts fort, bis dort kein Face mehr markiert bzw. selektiert ist. Drehen wir nun das Tauchboot um 180 Grad, sehen wir, dass auf der rechten Seite besagte Faces nach wie vor markiert sind und können diesen nun das Material Lackorange rechts für die rechte Seite mit Assign zuweisen. Es ist zunächst immer noch spiegelverkehrt. Dafür klicken wir nun im Node-Editor auf den Mapping-Node und nehmen dort unter Rotation und Y das Minuszeichen vor der 90 weg. Und schon ist alles in Ordnung. Tja, geschafft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? Damit ist auch das Kapitel des Texturing-Projekts zumindest für das Tauchboot abgeschlossen. Viel Spaß beim Nachmachen! Ich werde natürlich mit diesem Projekt zwecks Autodidaktik fortfahren und mich dafür anhand des Inhaltes des schon erwähnten Buches voranarbeiten. Das nächste Thema dort ist das sogenannte Texture Mapping, welches noch ein wenig anspruchsvoller ist als das reine Texturing. Das wird etwas dauern, aber die nächste Playlist mit entsprechenden Videos kommt bestimmt. Bis dahin also und wie immer, bleibt alle gesund.